Ich verbringe 72 Stunden in einer der radioaktiv verseuchtesten Orte der Welt, Tschernobyl. Die mit Abstand gefährlichste, aber auch erlebnisreichste Reise, die ich jemals in meinem Leben angetreten bin. Ist die Radioaktivität echt sehr, sehr stark. Wir dürfen hier nicht lang bleiben. Denn vor 35 Jahren passierte hier das Unfassbare. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Sowjetische Vertreter ersuchten bei dem Deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei der Eindämmung des Brandes. Auf dieser Reise durfte ich Orte sehen, wo man heute eigentlich nicht mehr hin darf. Ich habe außerdem eine Zeitzeugin getroffen, die bei den Aufräumarbeiten geholfen hat und bis heute in Tschernobyl lebt. Und zum Schluss durften wir als einer der bisher wenigen in den Sarkophag hineingehen. Ich freue mich, euch auf dieser Reise mitnehmen zu dürfen. And go! Ich bin auf dieser Reise zusammen mit meinen TikTok-Kollegen Spybus und Wissensbär. Okay, da vorne muss jetzt irgendwo unser Fahrer stehen. Das ist Robert. Es ging direkt von Kiew aus 2 Stunden in die Sperrzone von Tschernobyl. Es ist ziemlich gesichert hier das Ganze. Es sind 4 oder 5 Checkpoints insgesamt. Und das ist der allererste. Wir haben jetzt hier dieses kleine Teil bekommen, das Ganze ist ein Dosimeter und der misst, wie viel Strahlung wir jetzt in den nächsten Tagen aufnehmen. Es geht in die Richtung zur größten Geisterstadt Europas, Pripyat, ein damaliger sowjetischer Vorzeigeort direkt am Kraftwerk. Gerade einmal 16 Jahre gab es diese Stadt, bis es am 26. April 1986 zur Explosion kommt. Ein Stromausfall sollte am Reaktor simuliert werden, doch dieser Test ging schief. Mehr als 50.000 Menschen müssen die Stadt verlassen und werden evakuiert. Es gab nämlich einige Dörfer, die gar nichts wussten von der Explosion und die haben sich schon gewundert, so warum überhaupt alle Leute hier die Stadt verlassen. Auf dem Podium lang lebe der Kommunismus, für insgesamt 1000 Jahre oder länger sollte er bestehen bleiben. No way! 1917 bis 1986. Den Anwohnern wurde damals erzählt, dass sie die Stadt nur für 3 Tage verlassen werden. Doch die Wahrheit war eine ganz andere und zurückbleiben für die damalige Zeit sehr luxuriöse Einrichtungen, wie zum Beispiel dieses Schwimmbad. Hinter mir seht ihr den sehr bekannten Swimmingpool, wo man eigentlich heute nicht mehr rein darf. Wir werden es trotzdem versuchen reinzukommen. Direkt nebendran befindet sich diese Schule und sogar ein noch nie eröffneter Freizeitpark. Das hier sind die ganzen Tische, wo die ganzen Schüler gelernt haben und sogar noch die ganzen Bücher sind aufgeschlagen. Da ist einfach ein deutsches Liederbuch hier gerade drin gewesen. Dieser Freizeitpark, den wahrscheinlich viele von euch kennen, besonders das Riesenrad, wäre einfach 4 Tage nach der Explosion eigentlich eröffnet worden, aber er wurde nie eröffnet. Und deswegen sieht hier alles sehr, sehr verlassen aus, irgendwie komisch, dass hier eigentlich ein Ort gewesen wäre, wo unfassbar viel Freude hätte stattfinden können. Okay, wir fahren jetzt durch den Roten Wald, der meist kontaminierteste Ort in ganz Tschernobyl. What happened to those people? Oh ja. 18. 18! Ja, 12. 13. So die 18? Jetzt haben wir 12. Okay, ihr merkt gerade schon, hier piepst alles. Wir fahren gerade wirklich durch einen sehr, sehr kontaminierten Ort. Wir treffen uns jetzt mit einer der einzigen Einsiedler, die wieder nach der Reaktorkatastrophe sozusagen hergekommen sind und ja, hier in Tschernobyl leben. Die. Oh, wie süß! Ja, mega süß. Hi! Hi! Ja. Entgegen den Vorschriften der Behörden ist Valentina wieder zurückgezogen und sie sagt selber, dass sie keine gesundheitlichen Schäden dadurch erlitten hat. Obwohl sie sogar einer der ersten sogenannten Liquidatoren waren, die bei der Dekontaminierung der Stadt geholfen haben. Als wir sie gefragt haben, warum sie wieder hergezogen ist, war ihre einzige Antwort Motherland. Sie ist davon überzeugt, dass man sein ganzes Leben lang nur an einem Ort wohnen sollte.
Sie hat uns jetzt auch noch auf einen Wodka eingeladen. Welcome to Chernobyl. Das hat einfach Erinnerungen geweckt an meinen Großvater, der halt auch in der Bahn immer Musik für mich gespielt hat, immer die Flöte gespielt und ich vermisse ihn sehr und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt. In der Sperrzone von Tschernobyl gibt es nur ein einziges Hotel und hier haben wir auch drin geschlafen. Wie findest du den Ort? Was mir ein bisschen suspekt. Wenn ich das in Deutschland sehen würde, würde ich nicht drin übernachten. Jetzt gibt es noch Essen à la Tschernobyl in Tschernobyl. Das ist das einzige Restaurant, was es hier gibt. Meistens radioaktives Essen. Hauptsache es schmeckt und es ist viel. Sie hat gesagt, das ist nicht radioaktiv erleuchtet. Ich vertraue ihr einfach mal. Heute an unserem letzten Tag machen wir uns auf den Weg zum Reaktor und haben noch einmal auf dem Weg dorthin die Möglichkeit, die Folgen dieser Katastrophe hautnah zu erleben. Die Leute saßen auf dem Balkon und haben einfach gesehen, dass dieser Reaktor dort einfach explodiert ist und die haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist hier los und was das alles für eine Folge hatte. Das war denen wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Freunde, dort drunter sollen jetzt irgendwo Knochen liegen. Okay, wir kommen an. Wir stehen jetzt inmitten von dem Kühler und es sieht echt richtig verrückt aus hier drin. Robert, waren da echt Knochen oder wie? Was? Freunde, das kann ich mir gerade echt nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen. Ich glaube, ich sehe sie schon. Unfassbar, Leute. Tatsächlich, Freunde, hier sind einfach tatsächlich die Knochen. Boah. Okay, die Strahlung ist hier echt viel zu hoch, deswegen schnell weg hier. Okay, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Reaktor Nummer 4, dem Reaktor, der explodiert ist. Ich bin echt aufgeregt. Da ist er. Wir kommen gerade am Kraftwerk an und es gibt nur ganz wenige Orte, von dort aus man das Ganze hier filmen darf. Hier steht extrem viel Militär rum. Und wenn die irgendwas sehen, so, dann nehmen die SD-Karte und dann ist es vorbei. Freunde, unfassbar, was wir hier gerade sehen. Wir sind direkt vor Reaktor Nummer 4. Es ist echt ein unfassbares Gefühl, jetzt wirklich hier vor Reaktor Nummer 4 zu stehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Aufnahmen. Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass das Militär meine Kamera sehen wollte, alle Aufnahmen sehen wollte. Sie haben Gott sei Dank nichts gelöscht, aber wir hatten extrem kurze Zeit. Wir konnten da wirklich nur so 10 Minuten sein, das kurz filmen, mussten direkt weiter. Das ist irgendwie komisch, ich weiß nicht, was sie da verheimlichen, sage ich euch ehrlich. Aber so einfach geben wir nicht auf. Wir sind zur Rückseite vom Reaktor gefahren, denn dort werden wir jetzt in den Sarkophag, ganz in die Nähe vom einst explodierten Reaktor Nummer 4, hineingehen. When you go out now from the bus, you are not allowed to film this side of power plant from this spot. Ah, really? Filmen, it's prohibited. Don't film. Ich bin ready und wir dürfen hier nicht filmen, Fabi. Wir gehen jetzt in den Reaktor rein. Dürfen wir eigentlich nicht filmen, ich mache das so ein bisschen unauffällig. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Wir mussten uns jetzt komplett ausziehen, denn wir bekommen jetzt die Schutzkleidung an, um in den Reaktor reinzugehen. Okay, jetzt geht's rein. Die Radioaktivität wird immer höher und man hört schon die ganze Zeit zu piepen. Und jetzt in dem Moment gehen wir in den Kontrollraum. So, du kannst mehr gemacht. Oh oh. Auf einmal geht hier dieser Alarm an und wir wissen gar nicht, was los ist. Okay, jetzt wird's ernst. Wir sind jetzt hier komplett mit Handschuhen und so weiter. Ich bin jetzt echt gespannt. Meine Aufregung steigt gerade sehr stark. Wir sind jetzt gerade im Kontrollraum und Leute, ihr glaubt mir nicht, wie das hier aussieht. Das ist unfassbar. Hier ist die Radioaktivität echt sehr stark. Hier dürfen wir nicht lang bleiben. Auch hier einfach alles kaputt. Das ist echt verrückt. Das ist so crazy.
Das war ein verrücktes Erlebnis. Einfach verrückt, Fabi. Einfach. Ich glaube, wir gehen jetzt noch in den Reaktor, oder? Alter. Boah, wir gehen jetzt einfach sogar hier rein. Wir gehen einfach gerade in Reaktor Nummer 3 rauf. Und das sieht alles so surreal aus. Schaut euch das hier mal an. Ich fühle mich aber gerade schon so ein bisschen schwindelig, ehrlich gesagt. Ich spüre irgendwas am Rücken jetzt. Aber so in den Knochen, wie so, als wenn man wächst und das zieht so ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass ich zu viel Strahlung aufgenommen habe. Ich bin überwältigt, welche Konsequenzen ein einziger Fehler für Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen bis heute immer noch hat. Mit welchem Mut sich hier die Soldaten und Feuerwehrmännern vor 35 Jahren unmenschlichen Verhältnissen ausgesetzt haben und sogar ihr Leben hingegeben haben für die Gesundheit und das Leben anderer Menschen in Europa. Zugleich bin ich aber auch inspiriert, mit welcher Willenskraft Menschen wie Valentina ihr Zuhause zurückgeholt haben und dieses Desaster überstanden haben. Es war schon irgendwie komisch, welche Gefahr diese Strahlung darstellt, man sie aber einfach nicht sehen kann. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick gewinnen in einer der größten nuklearen Katastrophen der Geschichte. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder die Glocke aktiviert, um die nächsten Videos nicht zu verpassen.